In diesem Video möchten wir einmal einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, eine Korrelation zwischen ähnlichen Währungspaaren über einen Simple Moving Average auszurechnen. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste im MetaTrader. Dann öffnet sich hier der Meta-Editor und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple Currency Korrelation, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir den Ask-Preis berechnen. Das übernimmt die Funktion SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir verwenden Symbol-Ask in Großbuchstaben und mit Normalized Double und Digits stellen wir sicher, dass wir die richtige Anzahl von Nachkommastellen auf dem Chart berechnen. Das Ganze wiederholen wir nochmal für unser zweites Chart. Hier ist der Variablenname anders. Und wir haben die Bezeichnung für das zweite Währungspaar hier als ersten Parameter in Großbuchstaben und in Anführungszeichen hart kodiert. Bitte stellen Sie sicher, dass das mit der Schreibweise von Ihrem Konto übereinstimmt. Je nach Kontentyp kann das abweichen. Beispielsweise würde das auf meinem Cent-Account bei RoboForex mit einem Suffix .m auftauchen. Das müsste ich dann hier ebenfalls einfügen, sonst würde das nicht funktionieren. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Konzeptbeispiel handelt. Normalerweise würde man keine hardcodierten Werte verwenden, aber für dieses einfache Video soll uns das so reichen. Machen wir mit dem gleitenden Durchschnitt weiter. Dafür erstellen wir uns zunächst hier ein Array und danach nutzen wir die in MQL5 integrierte Funktion IMA, um für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart einen gleitenden Durchschnitt für das Minutenchart zu berechnen, und zwar aufgrund von 20 Kerzen, ohne eine Verschiebung. Wir möchten gerne hier den Modus für den SMA, also für den Simple Moving Average nutzen, und das Ergebnis soll anhand der Schlusskurse berechnet werden. Wenn man hier die Zeiteinheit für das Minutenchart einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir hier, dass es für jede Zeiteinheit einen entsprechenden Wert gibt. Period-M30 steht beispielsweise für 30 Minuten. Wenn Sie das hier nicht hardcodieren wollen, dann können Sie auch _Period nutzen. Das steht dann für die Erkennung der aktuellen Zeiteinheit auf dem Chart. Danach nutzen wir Copy-Buffer, um unser Moving Average Array anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0, das ist hier diese Signallinie, von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Werten zu füllen. Und um den aktuellen Wert zu berechnen, greifen wir einfach auf Kerze 0 in unserem Moving Average Array zu und weisen das Endergebnis hier unserer Variable zu. Mit diesen paar Zeilen haben wir jetzt den Wert für unser aktuelles Chart. Das brauchen wir jetzt nochmal für das Vergleichschart. Also wiederholen wir den ganzen Vorgang mit ein paar Änderungen. Das bedeutet, wir nutzen andere Namen für die Variablen. Und statt _Symbol nutzen wir hier auch wieder hardcodiert die Bezeichnung für das zweite Währungspaar, füllen hier unten unser Array mit den Werten für 3 Kerzen und ermitteln den aktuellen Wert für das zweite Währungspaar, indem wir auch hier wieder auf den Wert für die Kerze 0 in unserem Array zugreifen. Zum Schluss erstellen wir uns noch eine Chartausgabe. Die würde uns die beiden Ask-Preise und die jeweiligen Werte für die gleitenden Durchschnitte direkt auf dem Chart ausgeben. Das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht wissen, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus diesem Grundlagenkurs noch einmal anschauen. Oder eventuell ist auch unser Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf der Webseite. Für jetzt klicken wir mal auf den Kompilieren-Button
Für jetzt klicken wir hier oben mal auf den Kompilieren-Button oder drücken die F7-Taste. Das hat bei mir hier ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Im MetaTrader öffnen wir jetzt ein neues Chart für das entsprechende Währungspaar, wählen hier 1 Minute aus und klicken auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average. Ich hätte hier gerne einen gleitenden Durchschnitt für 20 Kerzen ohne einen Verschiebungswert. Die Methode steht auf Simple für Simple Moving Average und die Ergebnisse sollen anhand der Schlusskurse berechnet werden. Darum klicke ich jetzt mal auf OK. Hier taucht der gleitende Durchschnitt auf und jetzt kann ich mit der rechten Maustaste klicken. Hier wähle ich Vorlagen, Vorlage speichern. Und dann speichern wir das Ganze unter dem Namen default.tpl, denn das ist die Schablone, die genutzt wird, wenn wir ein neues Chart im MetaTrader öffnen. Der alte Wert kann überschrieben werden. Jetzt klicke ich hier auf Euro-USD, rechte Maustaste, neues Chartfenster. Und mit einem Klick auf das Symbol hier oben werden die Fenster nebeneinander dargestellt. Danach ziehen wir die neue Datei mit dem Namen Simple Currency Korrelation einfach auf beide Charts. Und bei der nächsten Preisänderung sollten Sie die entsprechenden Werte hier angezeigt bekommen. Im linken Fenster sind die Werte identisch, denn wir vergleichen das gleiche Währungspaar. Und hier im rechten Fenster haben wir den Euro-US-Dollar und die Werte für den australischen gegen den US-Dollar. Das sieht ziemlich gut aus. Unser Expert Advisor funktioniert also. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für 2 Währungspaare den Ask-Preis und die Werte für einen gleitenden Durchschnitt berechnen können, um die Korrelation von 2 Werten miteinander zu vergleichen. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.